Wenn du ein mächtiger AOE Psykeeper werden willst, der die Monster face-tanken kann, solltest du diesen Guide hier anschauen. Bevor es aber so richtig losgehen kann, hier noch ein paar Hinweise. Wie immer, meine Guides richten sich überwiegend vor allem an Free-to-Play-Spieler. Also natürlich jeder andere kann sie auch gerne anwenden. Aber das heißt einfach, wir gehen von minimalem Equipment aus, keine Power-Ups, kein High-Level-M, niemand, der M hilft. Im Endeffekt wirklich Free-to-Play, auf sich alleine gestellt. Und außerdem gehe ich auch davon aus, dass ihr bereits Level 60 mit dem Magician erreicht habt. Falls ihr noch nicht Level 16 mit dem Magician erreicht habt, habe ich auch einen Magician Guide und mehrere Videos zum Thema Magician, die ihr euch gerne anschauen könnt. Eins davon ist mindestens in der Videobeschreibung verlinkt. Hinzu kommt in diesem Fall tatsächlich noch ein weiterer Hinweis. Und zwar funktioniert mein Psykeeper Face-Tank AOE Guide und auch grundsätzlich eigentlich alle Psykeeper Face-Tank AOE Spielmöglichkeiten nur dann so richtig, wenn ihr auch einen Ringmaster habt, der euch heilen kann. Das muss nicht zwingend euer Ringmaster sein. Ihr könnt euch natürlich auch von jemand anderem heilen lassen. Aber ihr braucht eigentlich einen Supporter, der euch permanent healt. Ansonsten könnt ihr halt nicht das maximale Potenzial des Face-Tank Psykeepers einfach ausschöpfen. Das heißt, ihr müsst mehr defensiv bauen. Geschweige denn, werdet ihr Schwierigkeiten haben, überhaupt richtig Face-Tank zu spielen. Müsst weniger Monster pullen, weniger XP, weniger Damage, was auch immer. Also ihr habt schon extreme Nachteile, wenn ihr keine M-Supporter habt. Das heißt, wenn ihr euch nicht selber supporten wollt oder könnt und ihr auch niemand anderen wirklich habt, dann ist das nicht der Spielstil, den ihr wahrscheinlich einschlagen wollt. Dann kommen wir zuallererst zu den Stats. Also bei den Stats ist es tatsächlich so, ich persönlich, und ich denke auch viele andere würden da wohl zustimmen, würde tatsächlich Full-In statten. Bei den Stats ist es eigentlich immer besser, man konzentriert sich auf das Main-Attribut, da man dadurch einfach einen hohen Grundschaden hat und probiert alles, was man an defensiven Stats noch so bräuchte oder braucht, wirklich durchs Equipment direkt zu holen. Also Set, Waffe und Schmuck und so, kommen wir eh gleich zu. Aber meiner Meinung nach ist es einfach klüger, trotzdem auf Full-In zu gehen. Erstens hat man dann auch einfach mehr Möglichkeiten. Also wenn man mal nicht Face-Tanken will, kann man dann trotzdem Hit-and-Run und 1v1 spielen. Wenn man jetzt zu viel STA zum Beispiel statten würde, hätte man das Problem, dass man keinen 1v1-Damage mehr machen würde und Hit-and-Run auch keine wirkliche Option mehr wäre. Das heißt, damit bleibt man einfach offen für alle Möglichkeiten. Und ich rede jetzt nicht vom Level. Ich meine, wenn man sich einmal für Face-Tank-Level entschieden hat, passt das ja. Aber Dungeons oder Giants oder was auch immer. Also man bleibt einfach ein bisschen offener und muss halt nicht jedes Mal ein Reset kaufen, wenn man sich es dann doch mal anders überlegt. Die Skills vom Psykeeper, die ihr braucht und die auch relevant sind einfach für Face-Tank AOE Psykeeper, sind ziemlich schnell abgefrühstückt. Also ihr braucht natürlich Blinkpool, vor allem zum Pullen logischerweise, also zum Movement vom Mage oder Psykeeper, ist ja eh klar. Ist nichts Neues, nichts Besonderes. Und dann ist vor allem die untere Reihe für uns interessant und ein Skill kommt dann später noch hinzu. Die untere Reihe deswegen Crucio Spell ist ein Self-Buff, der Schadensreflexion bringt. Im Endeffekt bedeutet das einfach, ihr aktiviert Crucio Spell folgendermaßen und dann habt ihr das hier einfach aktiv. Und wenn euch Monster hitten, wird halt ein gewisser Teil des Schadens auf diese Monster zurückgeworfen. Macht jetzt keinen gigantischen Unterschied, aber vor allem im Low-Level, denke ich, ist das ein ganz guter Support-Faktor, der den Schaden doch nochmal ein bisschen steigert und auf jeden Fall nicht schlecht. Dann kommt Maximum Crisis, das ist der AOE-Skill für Face-Tank AOE Psykeeper. Warum? Weil er AOE-Damage macht, das ist schon mal das Wichtigste eigentlich. Und er hat die Chance, Gegner zu stunnen. Das heißt, Psykeeper hat, ähnlich wie Knight zum Beispiel, die Möglichkeit, zeitgleich AOE und Stun bei den Monstern zu machen. Also AOE-Schaden mit Stun. Und das ist eigentlich immer der ultimativste AOE-Skill, den man haben kann. Weil was ist das Beste als AOEler? Vor allem als Face-Tank natürlich, wenn man die Monster auch stunnen kann. Weil wenn sie gestunt sind, können sie keinen Schaden machen, man bekommt weniger Schaden und das ist einfach super gut. Und deswegen ist Maximum Crisis hier einfach der AOE-Skill. Gut, es gibt nicht viele andere Optionen, die man hier nehmen könnte. Aber ja, Maximum Crisis ist hier the way to go. Das ist euer Main-Skill quasi, ab Level 65. Dann Psychic Square ist aber auch relevant. Das ist eigentlich der HNR-Skill, könnte man sagen. Aber ihr braucht Psychic Square auch zum Pullen. Weil Psychic Square ist entgegen Maximum Crisis ein Ranged Skill. Das bedeutet so viel wie mit Psychic Square könnt ihr auf Range mehrere Monster mit einem Angriff pullen. Das ist auch ein AOE-Skill. Und das heißt, wenn mehrere Monster, zum Beispiel 5 Monster, relativ nah beieinander stehen, aber sau weit von euch weg, könnt ihr sie trotzdem alle mit einem Skill mit Psychic Square pullen. Also Psychic Square zum Pullen, Maximum Crisis, wenn die Monster gepullt sind, zum Finishen. Und dann ist der letzte entscheidende Skill, ich meine, Psychic Wall wäre vielleicht noch eine Honorable Mention, aber das machen wir danach, würde ich sagen.
Und zwar die Schwerkraftquelle oder, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das auf Englisch heißt. Jetzt haben sie es umbenannt, ne? Gravity Well. Genau. Das ist der neueste Skill von Psykeeper, der wurde bei Reborn letztes Jahr im Reborn-Update hinzugefügt. Und was der macht, ist im Endeffekt, das werde ich nachher noch demonstrieren, ist, er schafft eine Fläche am Boden, in der die Monster, wie ihr seht, Geschwindigkeit minus 80, extrem geslowt werden. Diesen Skill kann man extrem strategisch benutzen bei Psykeeper. Also er spielt wirklich eine große Rolle, ist leider erst ab Level 100 verfügbar. Der kann aus wirklich jedem Psykeeper nochmal mehr rausholen und kann eventuell, ich sage bewusst eventuell, einen Ringmaster gegebenenfalls sogar unnötig machen. Natürlich ist es trotzdem besser, ihr habt einen Ringmaster, der euch permanent heilen kann. Sonst geht er auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko ein. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall ein Skill, den man sehr vielfältig und sehr stark einbauen kann in seine Skill-Rotation und der das Leben als Psykeeper deutlich leichter gemacht hat. Und ja, dann habe ich es gerade noch erwähnt, Psychic Wall ist ein ganz interessantes Skill. Geschwindigkeit minus 30 hält den Gegner mit einer spirituellen Mauer von dir fern. Ist jetzt fürs AOE nicht so gut geeignet, weil diese Mauer verschwindet. Da steht ja auch Anzahl der Leben 5. Also sie kann jetzt nicht einfach 500 Monster von dir abhalten und die können dich dann einfach nicht angreifen. So funktioniert das leider nicht. Deswegen, ja, in gewissen Situationen, zum Beispiel bei Giants oder so, kann man Psychic Wall mal einsetzen. Aber grundsätzlich jetzt kein Skill, der fürs AOE-Facing wirklich eine große Rolle spielt. Bevor ich es noch vergesse, als Skillerweckung wollte ich natürlich dann entsprechend auch Maximum Crisis auf der Waffe haben, weil das ja der Skill ist, den ihr am häufigsten einsetzt. Dann der Cloak, da ist es relativ einfach. Entweder ihr nehmt den 8 Int Cloak oder den 8 STA Cloak. Im Low Level werdet ihr wahrscheinlich eher zum 8 STA Cloak greifen, weil ihr euch denkt, ach, ein bisschen mehr STA würde schon nicht schaden, wenn ich jetzt Full Int bin. Ist auch gar kein Problem. Ich meine, 8 Int, 8 STA, das macht sowieso keinen gewaltigen Unterschied. Aber grundsätzlich habt ihr da eigentlich freie Wahl. Letzten Endes würdet ihr wahrscheinlich eher zum Int Cloak greifen, also langfristig gesehen. Aber am Anfang, wie gesagt, gerne auch den 8 STA Cloak. Als tierischen Begleiter, also euer Pet, könnt ihr entweder wählen zwischen dem Fuchs oder dem Nightmare. Beide haben ihre Vorteile. Fuchs logischerweise gibt Int, erhöht euren Schaden. Nightmare gibt HP, erhöht eure, naja, nicht Verteidigung, aber eure Überlebenschancen, dadurch, dass ihr mehr HP habt. Kommt natürlich auch vielleicht auf euren Spielstil an, wie genau ihr spielt. Habt ihr einen Ringmaster, habt ihr keinen Ringmaster oder habt ihr einen guten Ringmaster? Ja, das sind also Fragen, die da eine Rolle spielen können. Ich persönlich würde rein preis-leistungstechnisch wahrscheinlich tatsächlich eher zum Nightmare greifen. Aber wie gesagt, könnt ihr euch im Endeffekt frei aussuchen. Hier auch wieder im Low-Level vermutlich lieber das Nightmare, bisschen HP-Wert pushen und erstmal sich selbst festigen, was das AOE angeht, bevor man vielleicht noch zu viel mehr Damage greift. Zum Element auf der Waffe. Ihr braucht bei Psykeeper überhaupt kein Element. Nicht mal +1. Es gibt ja ein paar Klassen, die mit Element +1 arbeiten können. Psykeeper gehört zu einer der wenigen Klassen, die tatsächlich überhaupt kein Element brauchen. Ihr braucht Element nicht mal auf 1. Ihr könnt Element komplett ignorieren, spielt für euch keine Rolle. Psykeeper-Skills können keinen Elementschaden machen. Und hier ist es einfach wichtig, dass ihr halt euch das vorher bewusst macht, wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt, hey, ich habe LE +10 drauf, dass ihr dann vielleicht die Waffe lieber nicht kauft, weil ihr euch denkt, jetzt zahle ich für Element +10 und das bringt mir gar nichts. Also das kann hier und da vielleicht eine Überlegung wert sein. Letzten Endes, viele Leute feiern Element einfach wegen dem Aussehen. Die Optik spielt ja für viele Leute auch eine große Rolle. Wenn das für euch auch der Fall ist, dann ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich braucht ihr es auf jeden Fall nicht. Zu den Sockeln auf der Waffe habt ihr die Wahl zwischen Watercard und Voltcard. Der wesentliche Unterschied ist eigentlich, Waterkarten machen mehr Schaden als Voltkarten im Normalfall. Der wesentlich größere Unterschied für mich aber, vor allem auch aus Free-to-Play-Sicht, ist der Preisunterschied. Waterkarten gehören zu den teuersten Karten im Spiel. Voltkarten sind im unteren bis normalen Mittelfeld, also sind nicht günstig, aber sie sind jetzt auch nicht extrem teuer. Also wesentlich günstiger als Waterkarten zum Beispiel. Das heißt, Preis-Leistung ist bei Voltkarten höchstwahrscheinlich besser, weil der Schaden ist zwar niedriger, aber jetzt nicht niedrig. Also ich meine, Voltkarten erhöhen trotzdem gut euren Damage und haben zudem noch den Vorteil, dass sie euren MP-Verbrauch verringern, was jetzt für einen Psykeeper in der Regel keine so große Rolle spielt, weil ihr als Psykeeper vor allem am Anfang, wenn ihr noch nicht so krasse MP-Reduction passiv durch Set oder sonst was bekommt, ja, also ich meine, ihr braucht einfach einen Refresher die meiste Zeit wahrscheinlich oder halt sehr viele Refresher. Daran ändert dann auch so ein bisschen Voltkarten nichts. Aber grundsätzlich ist es ein cooler Nebenbei-Effekt, der auf jeden Fall auch nicht useless ist oder nicht komplett useless ist.
Und ja, also ich persönlich würde eher zu Void-Karten greifen, preis-leistungstechnisch, wenn ihr es euch leisten könnt und euren Schaden einfach nur boosten wollt, dann nehmt die Water-Card-Sockel. Zu den Buffs, also die Buff-Reihenfolge ist hier ein bisschen schwierig, weil es halt darauf ankommt, welches Level hat euer RM bzw. Assist am Anfang. Ich meine, ihr könnt ja erst mit Level 65 wirklich loslegen als AOE Psykeeper. Bis dahin müsst ihr ja noch, sag ich mal, euch in Geduld üben, 1v1 oder was auch immer machen. Jedenfalls, ihr braucht auf jeden Fall Haste. Wichtig, extrem wichtig. Mantis sein natürlich, wobei ich Mantis sein gegebenenfalls vielleicht sogar vernachlässigen würde, weil wenn ihr wirklich Face tanken wollt, dann sind die 3 Skills, die jetzt kommen, extrem wichtig, nämlich Heap Up, Patience und vor allem Cat's Reflex. Das bedeutet HP, noch mehr HP und Blockrate. Also diese 3 sind essentiell zusammen mit Haste. Haste einfach, damit ihr schnell seid, viele Stunts raushauen könnt über Maximum Crisis, weniger Monster, die Schaden machen können. Blockrate ist, denke ich mal, selbsterklärend, genauso wie HP. Also das sind wirklich eure absoluten Nonplusultra-Skills. Klar, alle anderen Skills bringen im Endeffekt auch nichts, also Buffs meine ich, also Cannonball wäre noch ein ganz kleines bisschen Blockrate. Accuracy, Beef-Up komplett nutzlos. Accuracy logischerweise wegen, naja, brauche ich nicht erklären. Und ja, also ihr müsst wirklich gucken, dass ihr diese 5 Skills habt, weil das ist wirklich, also diese 5 Buffs habt, möglichst Max, weil das ist extrem wichtig. Geht halt gegebenenfalls mit Level 65 noch nicht, aber ihr müsst wirklich gucken, dass ihr es so schnell wie möglich schafft, weil extrem wichtig. Der Schmuck auf Level 60 ist ein bisschen tricky, weil es ein bisschen blöd ist, dass es bei Clockwalks keinen STA-Schmuck gibt. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich einfach darauf zurückgreifen, entweder ihr tragt Stamps plus 7, was aber schon ein bisschen ätzend ist, weil dann hat man insgesamt 2 mal Stamp plus 7 ist 16 STA und wenn man es vergleicht mit Inti-Red plus 1, gibt halt 20 Int, also ihr habt dann 4 Stats weniger insgesamt, das heißt, das ist schon mal irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen würde ich persönlich eher zu Inti-Red plus 1 greifen, 2 mal Inti-Red plus 1 und dann 2 mal zweimal Pensero plus 1. Wenn ihr genug Verteidigung habt, wenn ihr keine Probleme habt beim AOEen, wenn ihr absolut tanky seid, was auch immer, nicht sterbt, dann könnt ihr auch Mightiers nehmen. Aber ich persönlich würde eher zu Penseros greifen, weil Penseros sind erstens günstig und zweitens gibt Death am Anfang wirklich einen guten Boost, muss man sagen. Also ich finde, Death am Anfang merkt man extrem viel mehr als zusätzlichen Schaden und würde hier tatsächlich dann eher zu den Penseros greifen. Also ich würde lieber die Int-Ringe nehmen und Penseros als Stamp-Ringe und Mightiers. Also die Kombo ist grottenschlecht, würde ich sagen. Also definitiv Int-Ringe und Penseros wäre meine Empfehlung. Grundsätzlich könnt ihr es frei mischen. Also ihr könnt SDA-Ringe, Int-Ringe, Death-O-Ringe, Damage-O-Ringe tragen. Müsst halt immer gucken, brauche ich noch Damage, brauche ich noch HP? Was fehlt euch? Wo struggelt ihr? Und da müsst ihr halt ansetzen. Das heißt, das kann man auch variabel immer wieder anpassen. Wenn man halt Probleme bekommt, wechselt man wieder auf Death. Wenn man keine Probleme hat, dann wechselt man auf Damage. Dann sind wir auch schon bei den Sets angekommen. Also am Anfang reicht es, wenn euer Set plus 5 geupgradet ist mit 1 oder 2 Sockeln. Je weiter ihr kommt, je mehr Geld ihr habt, desto besser ist es natürlich, wenn das Set vielleicht noch plus 6 geupgradet ist. Macht keinen riesigen Unterschied. Deswegen darauf auf jeden Fall nicht so krass fokussieren. 3 Sockel sind logischerweise besser als 2. 4 Sockel am Anfang ist meistens immer ein bisschen Geldverschwendung oder nicht Geldverschwendung, aber ist einfach sehr kostspielig, weil die meisten Sets, die 4 Sockel haben, sind in der Regel auch Minimum plus 6, meistens sogar plus 8. Das heißt, da spielt viel mehr Geld eine Rolle, das kann man sich nicht so einfach leisten. Kosten ein paar hundert Millionen in der Regel. Und ja, deswegen, wie gesagt, plus 5 mit 1, 2, 3 Sockeln reicht erstmal, plus 6 gegebenenfalls. Und wenn ihr dann ein bisschen mehr Geld habt, könnt ihr euch auch nach plus 8er Equipment mit 4 Sockeln umschauen. So, ins Set selber kommen wir jetzt. Wir fangen direkt an mit keinem Set. Und zwar haben wir für Level 50 bis 53, also Anfangsequipment, das ihr tragen solltet, das Vorgil-Set. Es ist kein richtiges Set, deswegen hat es auch keinen Set-Effekt. Wir haben ja einmal den Vorgil oder Seidelhelm mit 50 Def, je nach Geschlecht heißen die anders. Vorgil ist männlich, Seidel ist weiblich. Und dann haben wir die Vorgil Suit mit 5% MP und 50 Def, die Gowns mit 10% Cast Time, Verringerung und die Boots mit 10 Int. Das heißt, das Set gibt euch insgesamt als Set-Effekt alles, was ich gerade genannt habe, also Def, MP, Int und Cast Time. Das heißt, man sieht schon, wenn man das alles zusammenrechnet, hört sich genauso an wie ein Standard-Set-Effekt auf Low-Level. Und genau das ist es auch, ja. Also auch weil es kein richtiges Set ist und die Teile einzeln die Effekte bringen, wenn man sie alle miteinander kombiniert, hat man im Endeffekt einen Set-Effekt.
Natürlich kann man jetzt auch hergehen und 2 Teile austauschen und gegebenenfalls noch einen Set-Effekt von einem anderen Set dazu holen. Aber der Hauptgrund, warum ihr das Set tatsächlich tragen wollt, sind nicht die Effekte. Der Hauptgrund, warum ihr das Set tragen wollt, sind die Resistenzen. Die werden jetzt hier tatsächlich gar nicht angezeigt, sehe ich gerade, dass das ein bisschen blöd ist, aber egal. Und zwar geben diese Sets Elementarresistenzen auf jedes Element außer Wind. Fragt mich nicht, warum Wind nicht dabei ist, keine Ahnung. Aber diese Sets geben euch extrem viel Resistenz gegen Wasser, Feuer, Erde und Blitz. Und das bedeutet einfach, wenn ihr bei allen Monstern, außer Wind, AOE't oder Monster tankt, bekommt ihr so gut wie keinen Schaden. Also ihr kriegt wirklich, ihr seid so tanky. Also ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ich verarsche euch, Level 50er Rüstung, wie soll ich da tanky sein? Selbst mit Level 80 plus oder so. Aber das Vorgehset wirklich, das ist bis Level 105, ist das mindestens genauso gut wie sämtliche Sets, die defensiv sind. Das heißt, die eigentlich mehr Verteidigung haben sollten, in Anführungszeichen, weil diese Elementarresistenzen so heftig sind. Und wenn ihr zusätzlich noch Elemente auf die Suit macht, erhaltet ihr zusätzliche Resistenzen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel bei Wassermonstern seid und ihr macht zusätzlich auf die Suit Blitz plus 5, erhaltet ihr noch weniger Schaden und seid damit extrem tanky. Und deswegen ist das Set das absolute Nonplusultra. Ich persönlich würde es mindestens bis 105 tragen. Ich weiß nicht, wie gut es in Asria performt, ehrlich gesagt. Da habe ich es jetzt noch nie ausprobiert. Da fehlt mir ein bisschen das Wissen dafür. Das könnt ihr dann selber testen. Theoretisch cleanes 105er Psycon-Set tragen. Sollte nicht besonders teuer sein. Und dann gucken, bringt euch da die Blockrate langfristig wahrscheinlich mehr mit der HP kombiniert. Oder da habt ihr doch lieber immer noch ein kleines bisschen weniger Schaden. Also da fängt es dann an, wo man sagen kann, okay, ein gutes Psycon-Set plus 8 mit 4 Sockeln etc. ist wahrscheinlich besser. Wie gesagt, Psycon-Set gibt als Set-Effekt zum Beispiel Blockrate, das hat das Forgy-Set überhaupt nicht und Blockrate ist tatsächlich ein sehr wichtiger Stat als Face-Tank. Also da kann man dann gucken. Aber tatsächlich bis 105 würde ich beim Forgy-Set bleiben, weil es actually insane gut ist. Gerade schon angesprochen, das Psycon-Set hat halt tatsächlich keinen Cast-Time-Vorteil, gibt auch nur 10% Cast-Time, aber hat halt schon noch krasse Vorteile, nämlich 10% Blockrate, die sind insane, 15% HP-Rate, auch nicht schlecht und 10% Crit-Widerstand, also alles in allem natürlich schon ganz schön heftige Boni. Außerdem ist es auch so, ein Forgy oder ein Seidel-Set wird man jetzt niemals so krass geupgradet finden, also ich habe noch nie eins plus 8 gesehen, ehrlich gesagt. Psycon-Sets gibt es halt wahrscheinlich sogar welche plus 10, aber zumindest plus 8 auf jeden Fall. Und ja, da tut man sich wahrscheinlich leichter bei der Equipment-Suche. Selber upgraden würde ich euch definitiv nicht empfehlen. Und von dem her habt ihr allein da wahrscheinlich schon etwas bessere Chancen. Und wie gesagt, vor allem die Blockrate ist halt für mich so ein bisschen ein Dealbreaker, weil Blockrate ist schon extrem wichtig, muss man sagen. Genau. Ja, Macaron-Set ist egal, keine Ahnung, warum ich das aufgemacht habe. Dann auf 120 das Twilight-Set. Also das ist definitiv das erste Set, was safe besser ist als Forgil vom reinen Schadensreduktion, weil ihr habt ja nämlich Fett PvE Schadensreduktion, ihr habt 25% HP-Rate und selbst kriegt ihr auch noch PvE Damage, außerdem mehr Cast-Time, zwar nur 5%, aber trotzdem habt dann 15% Cast-Time als Set-Effekt und bekommt wie gesagt weniger Schaden, mehr Schaden, sau viel HP und Blockrate, also das ultimative Face-Tank-Set, das Bloody-Set, Twilight oder Eclipse heißt das und ja, da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Dann ist es allerdings so, dass wir ein kleines Problemchen bekommen. Und zwar ist es ab 130 tatsächlich so, dass das 1v1-Set oder das in Anführungszeichen 1v1-Set 30% Cast-Time gibt. Und wer mir schon mal zugehört hat, wenn ich streame oder generell schon mal sich viel mit Flive beschäftigt hat, der sollte eigentlich wissen, Cast-Time ist essentiell als Magier. Cast-Time ist ein unschätzbarer, wertvoller Wert, wesentlich besser als Int, wesentlich besser als ATK. Das Ziel als Mage ist es eigentlich immer 200 Cast-Time irgendwie zu erreichen. Also je mehr Cast-Time man hat, desto stärker wird man einfach automatisch. Man kann mehr Skills ausführen, man heilt sich gegebenenfalls sogar mehr. Gleich schon Foreshadowing auf Bloody-Waffen. Und das ist einfach so extrem wichtig, dass man schnell angreift. Es ist immer extrem wichtig, dass man schnell angreift. Das lernt man eigentlich als erstes in Flive, 100% Attack Speed etc. Ist auch immer das Erste, was man als 1v1-Klasse eigentlich erreichen will, weil das so unfassbar wichtig einfach ist. Und bei Magiern ist das halt leider auch so. Und ja, ab 130 ist es halt so, dass dieses Set hier einfach doppelt so viel Cast-Time hat wie unser 120er-Set. Und da kommt man halt ins Grübeln, ob das dann nicht vielleicht sogar besser sein könnte, eher die 30% Cast-Time zu nehmen und dafür diese ganzen defensiven Werte zu opfern. Aber dafür greift man dann halt schneller an. Kann man definitiv machen. Also ich persönlich würde sagen, es ist Geschmackssache.
Relevant wäre es vor allem dann, wenn ihr mit dem 130er Set auf 200 Cast Time kommt, zum Beispiel mit Power-Ups oder so, dann wäre es schon eigentlich besser, wenn man das tragen würde, weil 200 Cast Time insane ist. Das boostet euren Damage so gigantisch, dass ihr wahrscheinlich sogar auf eine Tankwaffe wechseln könntet, um damit dann den Verlust der Werte auszugleichen. Oder ihr füllt das Loch einfach mit Power-Ups oder mit Skill, wie auch immer. Jedenfalls, da kommt man so ein bisschen ins Grübeln, ist aber wirklich Geschmackssache. Also ich persönlich finde das 120er Set schon ziemlich gut, aber die Cast-Time, wie gesagt, vor allem wenn man 200% erreichen kann mit dem 130er, wäre tatsächlich in den Augen der meisten Leute besser. Ja, und dann ist es halt so, dann haben wir die 150er Sets, dann mache ich mal beide auf. Hier ist halt auch wieder so schwierig, also mit dem 150er Set 1v1, erstens, falls man es sich überhaupt leisten kann, sollte man keine Probleme haben, die 200% Cast-Time zu erreichen. Ganz im Gegenteil eigentlich. Damit ist es extrem einfach, die 200% Cast-Time zu erreichen. Gleiches Argument wie vorher. Und beim 150er Set ist es halt so, wir sind wieder zurück auf 15% Cast-Time, das ganz schön wenig Cast-Time ist. Aber hier ist halt nochmal heftig. Wir haben 20% PvE Damage Reduction, wir haben 20% PvE Damage, wir haben wieder die Blockrate, wir haben sogar auch ATK zusätzlich noch. Also wir haben extremen Damage. Das heißt, wenn man es irgendwie schaffen würde, mit dem 150er in Anführungszeichen Tank-Set 200% Cast-Time zu erreichen, dann wäre das natürlich das Nonplusultra, wenn man damit 1000-mal mehr Schaden machen würde. Aber, wie gesagt, haben wir hier das Problem, dass es mit 200% Cast-Time tatsächlich extrem schwierig ist. Bei den Schilden ist es so, dass die gar keine so große Rolle spielen als Face-Tank, weil uns hier die Schilderweckung mehr interessiert als das Schild selber. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, Ancient Shield wäre das erste, was wir tragen. Shield of Ivalice, falls ihr ein gutes, günstiges findet mit einer guten Erweckung, ja, aber das werdet ihr halt nicht finden. Also nicht gut und günstig. Ein gutes Ivalice-Schild zu finden ist nicht besonders schwierig wahrscheinlich, aber ein preiswertes, also preis-leistungstechnisch gutes, wird dann schon eher schwierig. Das heißt, wahrscheinlich ist der Wechsel Ancient Shield und dann erst Azur Shield. Wenn man sich auf die Werte anguckt, ist auch kein so gigantischer Unterschied eigentlich. Azur Shield ist wesentlich günstiger. Und auch hier spielt natürlich die Erweckung wieder eine große Rolle. Korain Shield ab 150 ist momentan noch extrem selten, extrem teuer. Aber auch das wird dann das nächste Schild. Und dann haben wir Lusakas Schild, das Non-Plus-Ultra-Schild. Alles Stats plus 10, 5% Def, 5% Blockrate und natürlich nochmal ein immenser Def-Wert. Aber momentan auch nahezu unbezahlbar wahrscheinlich. Ja, und welche Schilderweckung hier für uns besonders eine Rolle spielt? Also ich persönlich würde immer sagen Blockrate. Es gibt noch ein paar andere Werte, die durchaus auch nicht schlecht sind. Ich persönlich sage aber, Blockrate ist der beste defensive Wert eigentlich, den es im Spiel gibt. Und man will eigentlich das Maximum von 75% Blockrate, wenn es geht, erreichen. Das wird man als Psykeeper, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, nicht so schnell, beziehungsweise wahrscheinlich sogar überhaupt gar nicht erreichen. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man zumindest so nah wie möglich daran kommt und so viel Blockrate stackt wie möglich. Und hier 15% Blockrate oder 14, 13, 12%, wie viel auch immer, so viel wie möglich Blockrate auf dem Schild zu haben, macht einen extremen Unterschied, kann einen extremen Unterschied machen, wird einen extremen Unterschied machen und ist deswegen auch extrem wichtig. Also Blockrate auf dem Schild meiner Meinung nach ist der Nonplusultra-Wert, den man haben kann. Als nächstes kommen wir zu den Psy-Waffen, den Wands. Übrigens ist das ein kleiner Fun-Fact, das wissen manche Leute nicht. Ihr müsst einen Wand benutzen als Psykeeper. Warum? Weil Psykeeper-Skills nur mit einem Wand ausgeführt werden können und nicht mit einem Staff. Bei Elementor übrigens das gleiche. Elementor-Skills können nur mit einem Staff ausgeführt werden, nicht mit einem Wand. Also es ist nicht so, dass jeder Elementor sich entscheidet, einen Staff zu nehmen und jeder Psykeeper entscheidet sich, einen Wand zu nehmen. Das Spiel sagt dir quasi, du musst das machen. Natürlich kann man trotzdem Wands als Elementor tragen und als Psykeeper kann man Staffs tragen, aber man kann halt die Klassenskills damit nicht ausführen. Du kannst halt nur Mage-Skills damit machen, was useless ist, basically. Also, kleiner Fun-Fact noch zu Beginn. Ja, dann Guardian Wand ist unser erster, den wir nehmen. Er gibt im Endeffekt 10 Cast-Time, verringerter MP-Verbrauch ist nicht so wichtig. Die günstige Alternative, falls ihr noch Probleme habt mit dem Geld. Und Guardian Wand ist actually eine der schlechtesten Guardian-Waffen im Spiel wahrscheinlich. Während Branch of Rises für Level 45, das ist die grüne 45er Waffe, gibt auch 10% Cast-Time. Oder ihr nehmt den Rune Wand für Level 57, der gibt nämlich auch 10% Cast-Time und den kann man einfach bei normalen Monstern droppen. Den habt ihr höchstwahrscheinlich auch schon 1000-mal gedroppt. Müsst einfach nur darauf achten. Das ist so ein rötlicher Wand, Rune, also Rune, Wand und 10% Cast-Time gibt er. Ja, dann wechseln wir auf Historic Wand für einfach mehr Cast-Time, mehr Int. Dann AG Wand, wieder mehr Cast-Time, wieder mehr Int, wieder mehr ATK, mehr Damage einfach. Bloody Wand, wieder mehr Cast-Time, wieder mehr Damage. HP, Lebensentzug, ziemlich nice.
Und dann haben wir als letztes den Nonplusultra AOE Wand. Also hier ist tatsächlich nicht die Duzagas Crystal Waffe die beste Waffe, sondern bei eigentlich jeder AOE-Klasse ist die Hernes-Waffe die bessere Option. Denn wertemäßig ist natürlich schwierig. Also der kann tatsächlich im schlimmsten Fall weniger Cast-Time bringen als Bloody Wand. Das ist ein schon mal blöder Fakt. Also falls es so sein sollte. Also das ist definitiv ein bisschen blöd. Aber wir haben hier den Skill-Chance 4-9% Waterbomb. Und Waterbomb ist im Endeffekt einfach ein Skill. Wenn der triggert, macht er zusätzlichen AOE-Schaden. Und zwar basierend auf dem eigenen Main-Attribut. Beziehungsweise, das war es vor der Änderung, mittlerweile ist es auf jedem Main-Attribut. Das heißt, selbst wenn es STR wäre, also selbst wenn ihr Full STR Psykeeper wärt, würdet ihr trotzdem den maximalen Schaden mit Waterbomb machen quasi. Also so ist das gemeint. Was natürlich Schwachsinn ist, also geht auf jeden Fall voll hin. Aber ja, ist einfach ein zusätzlicher AOE-Damage-Skill. Und solange euer Wand of, also Lamprey Wand oder jetzt heißt der Wand of Furnace nach der neuen Übersetzung im Deutschen, solange der mindestens 25% Cast-Time hat, ist er definitiv 1000-mal besser als Bloody und selbst ohne das, also selbst wenn er weniger Cast-Time hätte, ist er trotzdem besser als Bloody wegen diesem Waterbomb-Chance. Und hier wäre natürlich gut, wenn ihr eine hohe Prozentchance hättet. Allerdings ist das momentan noch so ein bisschen Zukunftsmusik für die meisten, da das einfach extrem teuer ist. Also wenn ihr euch den erstmal nicht leisten könnt, macht euch deswegen nicht fertig. Die sind extrem teuer. Also das muss nicht unbedingt sofort sein. Und das ist bei den Waffen halt grundsätzlich einfach so, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe. Solltet ihr mal strugglen, dann könnt ihr natürlich auch auf die HP-Variante wechseln. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, alles schön und gut, aber ich habe zum Beispiel krasse Probleme, ich sterbe die ganze Zeit oder so, was auch immer, dann könnt ihr natürlich zum Beispiel auf Angel Wand auf Level 90 wechseln oder auf Mythical Silver Wand auf Level 105. Das Problem dabei ist halt, dass diese Waffen, ich kann es euch mal zeigen, dass die halt keine Cast-Time geben. Das heißt, wenn ihr einen Angel Wand zum Beispiel nehmt, der gibt halt 20% HP und 15 Int. Ja gut, ist sicherlich nicht schlecht, wenn ihr HP-Probleme habt, aber ihr verliert komplett die Cast-Time. Und Cast-Time, ja, ich wiederhole mich, aber das ist einfach das Nonplusultra. Ihr könnt nicht keine Cast-Time haben, auch nicht als Face-Tank Psy oder als Face-Tank Mage. Das ist einfach extrem schlecht. Also Cast-Time zu verlieren für ein bisschen HP lohnt sich nicht. Dann würde ich tatsächlich sogar eher sagen, dann stattet lieber 50 STA oder so, als dass ihr eure Cast-Time verliert. Also das ist wirklich nicht gut. Also das sollte immer der letzte Ausweg sein, wenn man gar nicht mehr weiter weiß. Eigentlich ist das keine wirkliche Option, weil keine Cast-Time zu haben auf der Waffe ist ein absolutes No-Go als Magier und als Face-Tank Psykeeper sowieso. Abschließend probiere ich euch dann noch das Gameplay ein bisschen zu demonstrieren. Ich bin jetzt natürlich absichtlich bei etwas niedrigeren Monstern, da ich ja selber aktiv momentan sowieso kein Psykeeper spiele und mein Equipment auch mit dem aktuellen Level des Psykeepers leider nicht mehr übereinstimmt. Probiere es jetzt mal trotzdem hier zu demonstrieren. Also, im Endeffekt ist es so, Blinkpool und Psychic Square sind eure Pull-Skills, eben wegen AoE-Pulling, was ich ja vorhin erwähnt hatte. Das heißt, wenn Monster jetzt zum Beispiel nebeneinander stehen, dann kann man 2 Mobs auf einmal pullen oder hier auch 4 auf einmal. Genau, das ist so das Ding. Blinkpool hilft euch natürlich bei der Fortbewegung. Mit Blinkpool ist man immer schneller unterwegs. Ist ja ganz klar, ist ja als Magician schon so, ist immer so als Magier, Psykeeper, Elementor, was auch immer. Und wenn ihr alle Monster gepullt habt, dann würdet ihr das hier machen, Psychic Square. Und dann habt ihr folgende Möglichkeit. Ihr könnt euch quasi möglichst nah an den Monstern, aber natürlich nicht ganz an den Monstern positionieren und dann euer Maximum Crisis spammen, bevor euch die meisten Monster hitten können. Ich probiere das Ganze nochmal zu demonstrieren, das habe ich es gerade mehr erklärt als zu demonstrieren. Genau, also ihr macht möglichst Maximum Crisis erst, wenn Gravity Well platziert ist und ihr seht, die Monster können mich alle noch nicht hitten, haben aber schon die ganze Zeit Damage von mir bekommen. Sicherlich nicht so viel, dass es jetzt gereicht hätte, sie zu töten, wobei man jetzt auch sagen muss, mein Damage reicht sowieso gar nicht aus, um die so schnell zu töten. Aber wenn ihr eben mit einem Ringmaster zusammenarbeitet, dann könnt ihr halt einerseits dafür sorgen, dass schon ein Großteil der Monster gestunt wird, bevor er euch erreicht, oder dadurch, dass sie gestunt wird die AOE nochmal aufgebröselt in einen Teil, der halt nochmal 1,5 Sekunden oder eine Sekunde später bei euch ankommt, durch Maximum Crisis, durch diesen immensen Slow. Und man kann das wirklich extrem zu seinem Vorteil nutzen. Und deswegen ist es halt auch so, dass im High-Level eben einige Leute dazu tendieren, aufs 130er-Set zu gehen für mehr Cast-Time, weil sie sagen, okay, mit Gravity Well plus Maximum Crisis brauche ich gar nicht unbedingt so viel defensive Werte, weil die Monster hitten mich ja eh nicht. Und ich habe ja sowieso einen Ringmaster plus den Heal von meinem Bloody Wand. Also ich habe extreme Heilung, ich habe trotzdem gute Blockrate, Schild gibt Blockrate etc., Nightmare vielleicht, HP-Pad, um
trotzdem viel HP zu haben und habe dann aber, wie gesagt, eine Absicherung und in der Regel sollte das dann eigentlich auch funktionieren. Also ich probiere es jetzt nochmal zu zeigen, vielleicht nicht mit ganz so vielen Monstern, ich glaube, ich hatte jetzt auch ein bisschen zu viele Monster gepult, wenn man bedenkt, wie gesagt, keine Party, keine Power-Ups, gar nichts und nicht das beste Equipment auf jeden Fall. Übrigens ist mein Wand auch auf Psychic Square Damage erweckt, nicht Maximum Crisis, das kommt auch noch erschwerend hinzu. Aber ja, wir machen hier Gravity Well und fangen an, hier schon Damage reinzubuttern. Und ihr seht, da sind zum Beispiel, es waren jetzt leider nur zwei Monster schon mal vorab gestunt worden, die konnten nicht zu mir kommen. Und wenn ihr halt einen guten Damage macht, wenn ihr eine gute Rotation habt mit eurem Ringmaster und so, dann sollte das euch in der Regel eigentlich schon einen ziemlich guten Vorteil bringen. Diese, in Anführungszeichen, Kombi. Also ich würde auf jeden Fall Gravity Well benutzen. Ist kein reiner Hit-and-Run-Skill, kann man als Face-Tank genauso in seine Skill-Rotation einbauen. Und das war eigentlich alles, was man so wissen muss. Ich meine, man kann natürlich auch einfach auf Gravity Well verzichten und einfach so pullen und dann einfach so Maximum Crisis einsetzen. Das Schöne bei Maximum Crisis ist halt, es ist ein Non-Target AoE-Skill. Anders als bei Elementor kann es euch also nicht passieren, dass ihr, also ihr benutzt Electric Shock, aber bei Hit-and-Run Elementor zum Beispiel ist es ja so, oder auch bei Hit-and-Run Psykeeper, dass wenn ein Monster stirbt, das ihr anvisiert habt, dass ihr dann ein neues Monster anvisieren müsst, um weiter in die AoE reinzuballern. Und das kann bei Face Tank Psykeeper halt nicht passieren, weil ihr müsst einfach nur Maximum Crisis spammen und der Skill ist wie gesagt Non-Target. Das heißt, ihr könnt ihn auch benutzen, wenn ihr gar kein Ziel anvisiert habt. Das ist ziemlich cool. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls es anders ist. Falls ihr doch noch was wissen wollt, dann probiere ich das zu beantworten. Wie immer könnt ihr auch gerne im Livestream vorbeischauen. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung für weitere Fragen zu allen Themen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.